So, Willkommen, Master. Sind Sie bereit für die Fahrt? ja, genau. So, ich bin aus dem Urlaub zurück und wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt das neue Update für mich. Da ist das Symbol, mein schöner Wagen. Endlich habe ich ihn wieder. Dann klicken wir nochmal drauf, gucken, ob das geht. Ja, dann sieht man erstmal alle Sachen, die sich verändert haben. Das kennt ihr bestimmt schon aus den ganzen anderen Videos. So, aber jetzt geht es erstmal darum zu aktualisieren. So, Abfahrt, jetzt aktualisieren. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis das Update durch ist und ob alles sauber funktioniert. Ja, wir warten noch die Zeit ab. Endlich die 5958905, wo sich viele Sachen verbessert haben und vor allem das mit dem Einparken, dass man das Auto selber positionieren kann. Da bin ich sehr gespannt drauf und die Assistenzsysteme sollen noch mal ein bisschen besser geworden sein, nicht mehr so hin und her schwanken. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wird noch vorbereitet. Und los geht's. Mal schauen. So, wir haben jetzt 11:01 Uhr. Also seitdem ich drauf geklickt habe, müsste das 11 Uhr gewesen sein. Dann gucken wir mal, wie lange er braucht. Wahnsinn, wie die Zeit hier runtergeht. Was ist denn jetzt los? 9 Minuten, der ist ja fast schon fertig. Hä? Also, das wäre jetzt ja krank. Aber mal schauen. Vielleicht bleibt da ja auch gleich wie beim Windows oder ähnliches. Der Ladebalken ist schon bei 90% oder 99% und dann bleibt er einfach stehen. Mal schauen, wie es hier beim Xpeng ist. Auf diese Version habe ich mich so gefreut. Aber das hing dann auch mit dem Regionscode zusammen. Das Problem mit dem DVR, was ich hatte. Ja, seitdem das jetzt gesetzt ist, ja, dann bin ich genau den Tag halt in den Urlaub geflogen. Bin jetzt den ersten Tag wieder da und siehe da, sie wird mir auch direkt angeboten. Das heißt, Regionsfleck scheint sehr, sehr wichtig zu sein für alles bei dem Auto. Nach 3 Minuten schon fast die Hälfte des Balkens voll. Wahnsinn. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ich hätte vielleicht mal den Bildschirm sauber machen können, aber das hatte ich jetzt in der ganzen Vorfreude schon vergessen. Dann wäre es natürlich alles ein wenig schöner gewesen. Ich habe da eine Folie drauf, aber das ist halt auch eine Glanzfolie. Ich wollte nicht dieses Matte haben, einfach nur um den Bildschirm zu schützen. Die Flecken, die Fingerabdrücke, die muss ich halt selber immer wegmachen. Aber ich wollte nicht, dass das halt zu matt ist und ich wollte lieber die Glanzoptik behalten. Oha, was ist jetzt? Äh, Sag mir nicht, der ist jetzt gleich schon fertig. Gucken wir mal auf den Tacho. 5 Minuten erst. Also wenn es jetzt 5 Minuten für das Update mit den vielen Änderungen ist, dann ja, sollten die anderen Hersteller sich auf jeden Fall mal bei Xpeng noch eine Scheibe mehr abschneiden. Also das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Jetzt hört man immer so kleine Geräusche beim Auto, dass Sachen umgestellt werden. Der digitale Spiegel ist ja auch gerade wieder ausgegangen. 2 Minuten. Also jetzt sind 6 Minuten insgesamt vergangen. Ich hatte eigentlich vor, das Video komplett dann in einem Zeitraffer zu machen, aber das kann ich mir anscheinend sparen. 1 Minute. Balken so gut wie voll. Oh, Lüftung geht schon wieder. Also ich werde das Video nicht zeitraffern. Ich werde nur in der Zeit, wo ich jetzt nicht geredet habe, Musik drunter machen oder so wahrscheinlich. Weil das müsst ihr ohne Cut, ohne alles sehen. Das ist ja der Hammer. Guck nochmal auf die Uhr. Oh, da geht die Musik schon an. 11, 11:07 Uhr. Der hat im Endeffekt, der ist jetzt gleich, jetzt fährt er wahrscheinlich wieder hoch. 7 Minuten für das ganze Update gebraucht. Was ist denn das? Und ihr wisst, was sich alles verändert habt. Also ihr habt es eben kurz ein bisschen gesehen. Also es hat sich wirklich viel verändert. So, jetzt startet er. Das kannst du doch keinem erzählen. Wahnsinn. Du, wenn man da aus Versehen mal an den Knopf Update kommt, man ist irgendwo auf einem Parkplatz, da steht man keine 2 Stunden oder so wie bei anderen Herstellern oder 1 Stunde. Das kann man auch locker bei einem Einkauf mal eben starten. Das ist ja der Wahnsinn. Also sollte man vielleicht nicht, weil wenn was schief läuft, dass man dann nicht den Wagen da stehen hat. Ähm, aber das ist ja der Hammer. Also da würde ich gerne mal von Kommentaren von Leuten, die kein P7 Plus haben, sondern G6 oder G9, wie lange das Update bei denen gedauert hat. Ich habe einen Kollegen, der hat einen G9 bekommen und der hat gesagt, so 15 bis 20 Minuten hat es bei ihm gedauert. Aber ich weiß nicht, ob er den genauen Zeitraum aufgenommen hat, wie lange es jetzt wirklich gedauert hat. Aber das waren jetzt 7 Minuten, jetzt haben wir 8 Minuten und er fährt ja gerade hoch. Also das Hochfahren zählen wir mal dazu jetzt kurz, bis man wieder fahrbereit ist. Und da ist er wieder da. Aktualisierung erfolgreich. Willkommen zur neuen Version. Wow. Danke, X-Wing. Krass. So, hier nochmal schnell überflogen, aber da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, das habt ihr bestimmt schon bei anderen Videos gesehen. Die ganzen Aktualisierungen, wenn, könnt ihr kurz immer pausieren. Ich scroll das mal eben durch. Wahnsinn.
So, und hier auf den Punkt, automatischer Parkassistenz und adaptive Geschwindigkeitsregelung, da bin ich am meisten gespannt drauf. Sanftere Korrekturen. Genau, Klimatisierung soll leiser geworden sein. Ich fand das war schon ein bisschen am Nagen und von der Lautstärke ein bisschen laut, aber es ging noch. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, das war erstmal das Update. Und jetzt will ich einfach mal gucken hier bei dem Parkassistenten. Hier, dann kann man jetzt selber hier drauf gehen mit dem Fingerzeiger. Und ich kann jetzt das Auto selber schieben. Oh, achso, muss man nur einmal tippen. Gucken. Ach nee, hier ist Richtungswechsel. Und hier kann man dann nochmals drehen. Ist das der Hammer. Und so würde er jetzt einparken, wenn ich jetzt auf Losmachen. Ist das der Wahnsinn. Das heißt, man kann das Auto egal wohin jetzt selber einparken lassen, auch wenn er einen Parkplatz nicht findet. Ist das der Wahnsinn. Also ihr seht das und jetzt könnte man halt starten, ne? Aber wir lassen das mal. Geil. Auf die Funktion habe ich mich sehr gefreut. So, ich würde das Video jetzt erstmal beenden zum Update und würde dann nochmal ein Video mit den Tests, was sich verbessert hat, wie es sich für mich anfühlt und auch diesen mit dem Parken würde ich dann nochmal einmal ein separates Video machen, wie das funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, würde ich mich über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Also es wird viel geguckt, aber leider wenig abonniert. Also wirklich, das ist ja kostenlos. Ich würde mich sehr darüber freuen, dass mein Channel wächst und ich dann vielleicht noch aufwendigere Videos für euch drehen könnte. In dem Sinne, bis dann.